had me at hello. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video, und dieses Video wird ein What I Hate in a Day. Und ja, jetzt gerade habe ich mir Frühstück gemacht. Wie ihr gesehen habt, gab es einfach nur Toast und Salami, weil ja, ich bin in die Küche gekommen und habe festgestellt, wir haben leider nichts anderes außer Brot und Aufstrich oder Belag. Eigentlich wollte ich heute was anderes machen. Was soll man machen? Wenn man nichts anderes mehr in der Küche hat, muss man halt eben das nehmen, was da ist. Dazu gab es einen Kaffee mit Milch, wie zu jedem Frühstück. Und ja, dazu habe ich meine Schilddrüsentabletten genommen, weil ich eine leichte Schilddrüsenunterfunktion habe. Und ja, dann habe ich jetzt dieses Wochenende angefangen, das hier zu nehmen. Das ist ja ein Supplement für Vitamin C, Vitamin D und Zink. Und irgendwie ist es sehr komisch, dass ich euch schon wieder ein Nahrungsergänzungsmittel zeige, weil eigentlich nehme ich sowas nicht. Aber in meinem letzten What I Eat in a Day, meine ich, habe ich euch auch schon eins gezeigt. Und ja, wie gesagt, das hier habe ich jetzt wirklich erst dieses Wochenende angefangen zu nehmen, weil meine Eltern meinten, es wäre vielleicht gut, dass ich mehr Vitamin D bekomme. Deshalb habe ich jetzt angefangen, das zu nehmen. Ich habe auch keine Ahnung, ob diese Sachen wirklich etwas bringen oder ob das einfach nur Geldmacherei ist, aber ich meine, wir hatten es schon da, von daher werde ich es jetzt mal nehmen und mal gucken, ob sich das irgendwie auf meine Laune auswirkt. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist während des Frühstückens, ist, dass ich komplett vergessen habe, eine Aufgabe zu machen für die Uni. Ich war gestern so froh, dass ich dieses Lernjournal abgegeben hatte, und ja, dann ist mir diese Aufgabe irgendwie komplett entfallen. Und zwar sollten wir uns ein Stockbild raussuchen und dieses dann auf ein Plakat reduzieren und dieses dann hochladen. Und ja, das habe ich komplett vergessen. Und das heißt, das muss ich jetzt noch machen vor 12 Uhr, bevor meine nächste Vorlesung anfängt. Weil, ja, danach hat er gesagt, wollte er sich das schon mal angucken. Ja, deshalb würde ich mal sagen, setze mich jetzt da dran und hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Aufgabe habe ich noch rechtzeitig abgeben können, bevor meine erste Vorlesung heute angefangen hat, und was ihr dann danach gesehen habt, war, wie ich mir versucht habe, die Zeit zu vertreiben, während mein Professor über die Probleme einer anderen Gruppe gesprochen hat. Also das mache ich wirklich nur, wenn ich mich nicht konzentrieren muss und weiß, dass das komplett
nichts mit mir jetzt spezifisch zu tun hat. Aber ja, ich dachte, ich schneide das einfach mal rein, weil ja, das gehört, glaube ich, auch einfach zur Online-Uni, dass man teilweise ja nicht so gut aufpasst in diesen Zoom-Vorlesungen und nebenbei noch etwas anderes macht, als das, was man eigentlich machen sollte. Jetzt warte ich gerade auf meine Mutter, dass sie nach Hause kommt. Und hoffentlich kommt sie nach Hause, bevor meine nächste Vorlesung anfängt, weil wir haben nämlich vor, heute noch einen Nutella-Kuchen zu backen und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, seitdem sie dieses Rezept gepostet hat. Will ich diesen Kuchen unbedingt mal backen und ja, jetzt ist sie gerade noch unterwegs, von daher warte ich jetzt einfach mal noch, bis sie nach Hause kommt, weil wir wollten das zusammen machen. Close all the curtains, stay on the phone. We are the monsters, holding you still. We are the gallows up on the hill. Answer the question, is God on your side? Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt den Kuchen gebacken und danach gab es auch Abendessen. Zum Abendessen gab es einen Auflauf mit Brokkoli, Schinken und Gnocchi oder Gnocchi oder wie auch immer man sie ausspricht. Und ja, danach haben wir alle noch etwas von dem Kuchen probiert, der innen drin eher einem Schokoladensoufflé geähnelt hat, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich mag Schokoladensoufflé. Der Kuchen generell war sehr lecker. Und ja, ich freue mich auch, dass ich von ihm morgen nochmal was essen kann. Und ich werde euch das Rezept mal unten verlinken, wenn ihr Lust habt, den Kuchen nachzubacken. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meine Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und dann werde ich euch in meinem nächsten Video wiedersehen. Bye!